Aber diese Geschichte könnte man erzählen. Auch so mit Hi Marc, wie geht's und so und das VMware-Zeug. Hi Marc. Tag. Interessant, was da gerade am Markt abgeht. Ich war letzte Woche bei einem Kunden und jetzt steht es an, dass sie halt ein paar Erweiterungen wollen. Also wir haben da auf einer normalen vSphere-Umgebung Tanzu implementiert. Interessant ist es, wie öfter in den Projekten, das Ding hat Fahrt aufgenommen. Ja, also richtig viele Entwickler jetzt drauf. Und jetzt haben die Entwickler natürlich auch anderen Entwicklern im Hause gesagt, hey, bei uns läuft es gerade richtig gut, das Tanzu, Kubernetes performt richtig gut, wir haben eine coole Oberfläche da drauf, die Administration ist sehr einfach, wir konsumieren das aus einem HCI-Modell wie X-Rail. Und jetzt kam der Rechenzentrumsleiter auf uns zu und hat gesagt, hier könnten wir nicht das skalieren und wie machen wir das denn, wenn wir jetzt hier mandantenfähig werden wollen? Ja, so richtig mit der Security, Frontend, also richtig Mandantentrennung, da bräuchte man schon NSX zu. Hat er aber nicht gekauft. Ja. Das heißt, das Projekt ist erstmal so gestartet, ja, wie das nach den Anforderungen, die er letztes Jahr hatte. Jetzt kam natürlich, wie aktuell immer, das Thema, ja, Subscription und jetzt gibt es ja nur noch 4 Produkte. Was würde denn da am besten passen? Und als wir so drüber nachgedacht haben, was er jetzt schon im Einsatz hat, also er hat VxRail im Einsatz mit vSAN unten drunter. Okay. Er hat die vSphere oben drauf, klar, logisch, und das in Enterprise-Ausführung. Tanzu hat er gekauft. Jetzt bräuchte er Fehlt was. NSX. Ja. Ja. Und als ich ihm dann so die Oberfläche gezeigt habe, also die Liste mit den Features, die jetzt zum Beispiel in der vCloud Foundation enthalten sind, dachte er, boah, das ist total cool. Jetzt ist die Frage, kriegen wir da auch diese Lizenzen konvertiert quasi, das ist noch offen. Also da bin ich jetzt echt mal sehr gespannt, wie VMware darauf reagiert. Da ist aber angekündigt worden, bis Mai gibt es da eine Lösung. Es ist gar nicht so das Drama, dass jetzt diese Subscription da ist. Wir haben auch mal kurz über die Preise, die so im Netz bekannt sind, gesprochen und haben die mal hochgerechnet. Also er hat relativ wenig Cores, potente Cores, also mit viel Gigahertz. Und da haben wir einfach mal so ein paar Zahlen zusammengeschrieben und das ist nicht teurer geworden für den Kunden. Im Gegenteil, der ist jetzt sogar heiß drauf. Ist zu wechseln oder zumindest mal, ja, er hat doch 5 Jahre oder 3 Jahre verlängert, im letzten Jahr noch. Ja, genau davor. Ja, das ist ja das, was viele gerade gemacht haben. Die sagen, ja, verlängere noch mal schnell, dann bist du safe, dann hast du deine Perpetual Licenses und dann ist gut. Mag für Kunden, die relativ statisch sind oder wo gar nichts passiert, auch okay gewesen sein. Aber so dynamische Kunden, die jetzt gerade im Aufbau sind, die in Tanzu investiert haben, die viel im Development unterwegs sind und da eine Dynamik haben, ich glaube, da punktet diese Subscription. Da bin ich jetzt echt sehr gespannt drauf. Ja. Spannend. Sehr spannend.